Na, wie seid ihr ins Jahr 2026 gestartet? Habt ihr auch ein paar Ziele? Mahlzeit und die Linke zum Gruß. Ich lade euch recht herzlich ein, in diesem Video auch mir etwas zu folgen, was meine Ziele mit fahrlässig Motorrad im Jahr 2026 sind. Einiges geplant, was relativ sicher ist. Die nächsten Tage Motorradwelt Bodensee auf jeden Fall wieder, mit dem Moto Gymkhana Stand dabei. Dann in der Regel im März natürlich auch der Catalunya Cup in Spanien. Ganz in 1700 Kilometer einmal quer durch Europa nach Spanien rüber. Was dieses Jahr auch noch ansteht, ist natürlich mit unserem Moto Gymkhana Verein einmal Sinsheim und die deutsche Meisterschaft und natürlich auch die belgische europäische bzw. die europäische Meisterschaft in Belgien mit dem Moto Gymkhana. Das mal so zum Hobby Moto Gymkhana. Natürlich steht auch einiges an, was fahrlässig Motorrad angeht. Wir haben dieses Jahr wieder einige Trainings geplant. Schaut da gerne mal auf der Webseite vorbei. Vor allem wieder offene Trainings, wo auch Leute einfach mal so zum Üben vorbeikommen können. Und tatsächlich haben wir noch geplant, eventuell einen Schrauberkurs bzw. Knieschleiferkurs zu organisieren. Aber da sind wir momentan noch, wie gesagt, in der Planung. Das steht noch nirgends auf der Webseite. Ansonsten habe ich mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, einige Motorradtests mal zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich die letzten Jahre natürlich ein paar Motorräder gefahren bin, aber weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich bleibe da so ein bisschen hinten dran, was die Technik angeht und was so die Motorräder angeht. Und da dachte ich mir, ein bisschen Spaß muss natürlich auch sein, deswegen werde ich da mal das eine oder andere Bike ausleihen. Zwar zu den Terminen, natürlich gibt es noch einiges mehr auf der Agenda. Vor allem YouTube steht jetzt für mich ganz, ganz groß im Vordergrund. Ich habe es die letzten Jahre ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie ihr auch in den Statistiken sehen könnt. Eure Aufrufzahlen haben nachgelassen, aber das liegt natürlich nicht nur an euch, sondern einfach an mir, weil ich die letzten, ich sage jetzt mal das letzte halbe oder dreiviertel Jahr auf YouTube fast nichts gemacht habe. Und da dachte ich mir so, das nehme ich mir jetzt tatsächlich einfach als Ziel vor, da mehr Content auszustrahlen im Bereich Motorradsicherheit. Ich habe tatsächlich auch das letzte Jahr sehr, sehr viel rumprobiert mit Social Media und wer hätte es gedacht? Es ist super anstrengend. Für mich ist tatsächlich im Vordergrund einfach nachhaltigen Content zu generieren und den schaffe ich vor allem auf YouTube, weil der Content von vor 2 Jahren natürlich immer noch ausgestrahlt wird. Yay! Deswegen versuche ich jetzt natürlich das Thema Motorradsicherheit wirklich auf YouTube präsent zu halten, dass einfach da durch vor allem auch längere Videos und vor allem auch besseren Content mehr auf Motorradsicherheit eingegangen wird, das Ganze unterhaltsamer dargestellt wird und vor allem auch nachvollziehbarer. Mir ist vor allem da wichtig, dass natürlich ihr einfach einen Ansprechpartner habt, wenn es um das Thema Motorradsicherheit geht. Das bedeutet auch, wenn ihr Fragen habt oder so, werde ich die natürlich sehr, sehr gern mit in den Content einpflegen. Neu hinzugekommen ist die Kanalmitgliedschaft, weil ich mir tatsächlich gedacht habe, hey, wenn ich doch jetzt schon den Fokus auf fahrlässig Motorrad habe und vor allem auch auf YouTube, um da wirklich Motorradsicherheit auch präsent zu machen für die Leute, die nicht in meinem Motorradtraining sind, habe ich mir gedacht, komm, jetzt packst du doch mal die Übungen der Woche rein, weil dann können nämlich Leute durch relativ wenig Geld zum einen, wenn sie Bock haben, die Kanalmitgliedschaft abonnieren. Wenn da sowas entsteht wie, hey Matze, du machst einen geilen Content, ich würde dir dafür gern was zurückgeben, freue ich mich natürlich immer drauf. Oder auch die Leute, die sagen, hey Matze, du bist mir leider zu weit weg, aber ich finde dein Content geil, ich würde gern auch üben, was muss ich denn tun, dass ich genau für diese Menschen, die im Bereich Motorradsicherheit sich fortbilden möchten oder gerne ausprobieren möchten, da einfach Content bereitstellen. Und was natürlich auch mit dieser Kanalmitgliedschaft übereingeht, ist tatsächlich, dass sie mir so ein bisschen den Nacken schnauft. Ich möchte euch einfach mal ein bisschen transparenter darstellen, wie denn das Ganze hinter den Kulissen abläuft. Dass beispielsweise ein Video zu machen nicht mal kurz so gemacht ist, sondern einiges an Stunden braucht, einiges an Filmmaterial und desgleichen. Deswegen dürft ihr uns da gerne mitverfolgen. Prinzipiell, kurz zusammengefasst, YouTube steht im Vordergrund natürlich für mich dieses Jahr, weil ich einfach sehe, dass Motorradsicherheit nicht bei jedem angelangt ist und ich möchte das gerne präsenter machen. Ich möchte es auch in einer Form darstellen, wo die Leute sagen, okay, das Thema ist ja gar nicht so langweilig. Das kann ja auch Spaß machen und
dass es keine Magie dahinter ist. Wenn man regelmäßig trainiert und desgleichen, dass man einfach da sieht, man kann wirklich schnelle Fortschritte erzielen oder auch gewisse Herausforderungen relativ schnell meistern. Und dafür möchte ich gerne Hilfe schaffen in Form von Videos, die man einfach mal nachmachen kann. So, also ihr seht, viel auf der To-Do-Liste tatsächlich für 2026. Was sind jetzt allerdings meine Ziele hinter den ganzen Sachen? Ich habe tatsächlich mir die letzten Tage sehr viel Zeit genommen, darüber mal nachzudenken, was ich denn eigentlich mit fahrlässig Motorrad machen möchte. Die Motivation war ja eigentlich das, dass ich aus dem Studium gekommen bin, habe gesagt, hey, ich sehe einfach, dass viele Motorradfahrer Probleme haben, gut Motorrad zu fahren oder sicher Motorrad zu fahren, und genau dafür möchte ich was dagegen machen. Und deswegen ist ja eigentlich so daraus fahrlässig Motorrad entstanden, weil ich gesagt habe, der Name ist so ein bisschen Programm. Lässiges Motorradfahren natürlich, nicht fahrlässiges Motorradfahren. Und man muss dazu auch sagen, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Motorradsicherheit immer präsent für Motorradfahrer bleibt. Und deswegen habe ich mir einfach als Ziel genommen, zum einen ein Ansprechpartner dafür zu sein, wenn Leute Fragen haben. Matze, wie gehe ich mit dieser Situation um? Wie kann ich das besser machen? Und so weiter. Und das alles vor allem auf einer Plattform zusammen. Ich denke, jeder, der im Bereich Motorradfahren unterwegs ist, hat immer am Anfang die gleichen Fragen oder wenn er wieder einsteigt. Und da möchte ich einfach eine Plattform schaffen, auch durch meine Akademie, wo man drauf geht, wo man alle Informationen zum Thema Motorradsicherheit findet, auf was man achten muss, welche Übungen man machen kann und. Und das ist eigentlich mein größtes Ziel, dass fahrlässig Motorrad sich so platziert, dass Leute sagen, hey, wenn du was im Bereich Motorradsicherheit wissen möchtest, dann schau doch mal bei diesem Typen vorbei, der heißt irgendwie fahrlässig Motorrad bei Matze. Das wäre so eigentlich mein Ziel, das ich für 26 vorhabe. Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, dass ich irgendjemand damit auswählen möchte, ich möchte vor allem auch das Thema bei der Jugend platzieren. Für mich ist es momentan noch sehr schwer, die Jugend zu erreichen, weil die natürlich was anderes im Kopf haben. Aber ich denke, vor allem durch das offene Training und auch so ein bisschen Moto Gymkhana kommt so ein bisschen der Style rein, wo man sagen kann, hey, man kann mal am Gashahn ziehen und man kann das Ganze auch sicher machen. Naja, und das versuche ich bei der Jugend so zu platzieren, was nicht so ganz einfach ist, weil die natürlich durch 3-Sekunden-Regel weiterscrollen nicht so einfach zu erreichen ist. Deswegen, falls ihr Eltern seid oder falls ihr Bekannte habt oder Freunde, wie auch immer, teilt gerne auch meine Inhalte an die Jüngeren, weil ich tatsächlich in meinen Statistiken sehe, dass, blöd gesagt, ab 65 aufwärts, nee, falsch gesagt, ab 45 Jahren aufwärts die Leute sich für meinen Content interessieren. Und es freut mich natürlich, gar keine Frage. Allerdings denke ich, im heutigen Zeitalter, die Älteren sind oft vernünftig, die Jugendlichen sind unvernünftig und wir müssen jetzt wirklich nachhaltig gucken als Motorradfahrer, dass wir da natürlich jetzt nicht negativ auffallen, weil ansonsten Straßensperrungen und so weiter machen uns natürlich das Leben nicht einfacher. So, genug geplaudert und gelabert. Jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, und zwar, was sind denn eigentlich meine persönlichen Ziele? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein einfacher Mensch, deswegen freue ich mich tatsächlich einfach, neue Leute kennenzulernen. Es fällt mir tatsächlich immer wieder schwer, bei dieser Masse an Menschen mir die Namen zu merken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich freue mich immer wieder über Menschen, die einfach sagen, hey Matze, schön, dass es dich gibt, geiler Content. Oder man sieht sich einfach mal und die Leute sagen, hey, ich habe deine YouTube-Videos angeguckt. Finde ich immer mega geil. Freut mich auch tatsächlich riesig, wenn es den Menschen hilft. Für mich persönlich, ich versuche einfach im Jahr 2026 so ein bisschen mein Glück in der Annäherung zu finden, weil ich mir gedacht habe, die letzten Jahre war es tatsächlich nicht so ganz einfach, auch für fahrlässig, wo ich mir dachte, das habe ich so ein bisschen schleifen lassen, ich möchte jetzt da richtig Power reingeben, und deswegen habe ich mir halt auch gedacht, wie kann man das Ganze erreichen? Ich möchte einfach so ein gewisses Abenteuer auf mich nehmen, beziehungsweise erleben, auch im Bereich Motorradsicherheit, nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern einfach neue Leute kennenlernen und einfach mal so wie 2026 was erleben, wo ich jetzt sage, im Bereich Motorradsicherheit, boah, das hat mir jetzt richtig vom Hocker gehauen. Positiv natürlich, nicht negativ, ganz klare Sache. Und was vielleicht den Skill angeht, ich habe 2025 relativ wenig trainiert, muss ich ehrlich sagen. Da möchte ich gerne vor allem
mehr im Bereich Motorrad, Moto Gymkhana trainieren. Das bedeutet, meine aktuelle GP8-Zeit liegt bei ungefähr 28,3. Die möchte ich gerne verbessern, weil ich so einen kleinen neuen Reifen rausbekommen habe, der ein bisschen besser ist. Mal gucken, was ich dafür dieses Jahr rausholen kann. Genau, das sind so meine Ziele für 2026. So, und wenn ihr Ziele für 2026 habt, was das Thema Motorradfahren angeht, was gewisse Herausforderungen, Schwierigkeiten oder Ähnliches angeht, schreibt sie gerne mal runter in die Kommentare, weil mich interessiert es wirklich, wo man vielleicht euch sogar helfen kann. Falls ihr auch irgendwelche Ideen habt für Content, wo ihr sagt, hey Matze, ich tue mir da und da schwer oder ich kenne jemanden, der sich da und da schwer tut, kannst du dazu mal Content machen, schreibt es jederzeit gerne in die Kommentare. Ich habe eine riesen Liste an Ideen, aber ich möchte die natürlich an euch orientieren, an euren Anfragen und desgleichen, deswegen bin ich da sehr, sehr offen dafür. Schaut gerne, wie gesagt, auch mal in der Kanalmitgliedschaft vorbei mit einem kleinen Obolus, unterstützt ihr mich da sehr. Was den Content angeht, damit finanziere ich auch die Reisen, die ich unternehme und den ganzen Tralala. Von daher freue ich mich darüber, den einen oder anderen in unserem Mitgliedsbereich wiederzusehen. Und in diesem Sinn, die Linke zum Gruß. Bis zum nächsten Video. Bis deine Antenne.